Hi, deine KI schreibt Code, der aussieht, als würde er funktionieren, aber in Produktion komplette Katastrophe. Das Problem ist aber nicht die KI an sich. Das Problem ist, dass wir ihr nicht beibringen, wie man richtig mit Fehlern umgeht. In diesem Video zeige ich dir, was du deiner KI zeigen musst, damit sie Code macht, der nicht nur im Happy Path funktioniert, sondern auch standhält, wenn in Produktion die Dinge schief gehen. Und die gehen immer schief. Ich bin Matthias Bohlen und ich baue gerade einen Model Context Protocol Server, der genau diese Regeln automatisch an KI-Assistenten weitergibt. Aber dazu später mehr. Schauen wir uns erstmal an, was passiert, wenn ich zu einer KI sage, schreib mir eine Funktion, die ein paar Userdaten von einem API abruft und sie dann in der Datenbank speichert. Schauen wir uns das mal an. Sieht gut aus, oder? Funktioniert auch. Die Frage ist nur, was passiert eigentlich, wenn etwas schief läuft? Dieses Fetch scheitert wegen Netzwerkfehler. Catch. Dieses JSON-Parsing wegen Syntaxfehler. Auch wieder Catch. Das Datenbankspeichern, Verbindung verloren. Auch wieder Catch. Alle Fehler landen hier im selben Catch-Block. Wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Benutzer existiert nicht und die Datenbank ist tot. Und das ist ein Problem. Ein großes Problem. Okay, denkst du dir, ich behandle die Fehler besser spezifisch. Dann versuchst du zum Beispiel so etwas. Was haben wir hier? Wir haben mehrere geschachtelte Ebenen von Try-Catch. Wir haben frühe Returns. Wir haben keine richtige Übersicht über den Kontrollfluss. Und das Beste, TypeScript kennt die Fehlertypen nicht. Du siehst hier unten immer noch Error Doppelpunkt Unknown. Also das hier ist unlesbarer Spaghetti-Code und in echten Anwendungen wird das Ganze noch schlimmer. In Produktion hast du nämlich nicht nur einen API-Call, du hast sowas hier. 6 Schritte, 6 Fehlerquellen, ein Catch-Block. Die Zahlung ist durchgegangen, aber die E-Mail konnte nicht gesendet werden. Machen wir jetzt die Zahlung rückgängig? Keine Ahnung, der Code weiß es nicht. Der Bestand wurde aktualisiert, aber der Audit-Log ist fehlgeschlagen. Was jetzt? Wir haben keine Ahnung, weil alle Fehlerquellen einfach weg sind. Aber es gibt ja eine Lösung und die heißt Async Result. Async Result kommt aus dem NPM-Paket TS Results ES und es macht etwas Geniales. Es macht Fehler zu einem expliziten Teil deines Typsystems. Schau dir das mal an. Erstens, der Rückgabetyp sagt uns genau, welche Fehler passieren können. API-Error oder Parse-Error. TypeScript weiß das. Zweitens, wir verketten mit .and-then kein Await-Chaos mehr. Wenn ein Schritt fehlschlägt, werden die nächsten automatisch übersprungen. Drittens, wir geben explizit OK oder Error zurück, keine impliziten Throw-Statements mehr. Das verändert wirklich alles. Und jetzt können wir mehrere Operationen miteinander verketten. Siehst du das? Jeder Schritt hat seinen eigenen Fehlertyp. TypeScript zwingt uns, alle möglichen Fehler zu behandeln und der Code ist plötzlich lesbar. Jetzt siehst du sofort, in welchem Schritt ist der Fehler aufgetreten. Wenn du willst, kannst du im Error-Objekt sogar hinterlegen, welche Order-ID war betroffen, zu welchem Zeitpunkt war das, alles da. Okay, aber wie bringen wir das jetzt unserer KI bei? Das ist der entscheidende Punkt. KIs haben eine starke Tendenz, den einfachsten Weg zu gehen. Und das ist in dem Fall Try-Catch mit console.log. Wenn du schreibst, schreib eine Funktion, die Daten abruft, dann bekommst du genau den Code von vorhin. Die KI weiß einfach nicht, dass dir robuste Fehlerbehandlung wichtig ist. Du musst ihr das explizit sagen. Du musst ihr zeigen, nutze Async Result für alle asynchronen Operationen, definiere spezifische Fehlertypen, verkette mit and-then statt mit verschachtelten Try-Catch, reichere Fehler mit Kontext an
Und genau dafür baue ich gerade diesen Model Context Protocol Server. Der enthält alle diese Regeln schon fertig. Deine KI sieht ihn dann als Tool und benutzt ihn automatisch. Den bekommst du am Ende dieser Blogpost-Serie. Kein extra KI-Training mehr, keine komplizierten Prompts mehr, einfach besseren Code. Also fassen wir zusammen. Erstens, Try Catch im asynchronen Code ist ein ziemlicher Albtraum. Zweitens, Async Result macht Fehler explizit und typsicher. Drittens, deine KI muss einfach lernen, Async Result zu nutzen, und mein MCP-Server, der macht das automatisch für dich. Der Link zu TS Results ES ist übrigens hier in der Beschreibung unten drunter. Probier es einfach mal aus und lass mich dann in den Kommentaren, auch hier unten drunter, wissen, was sind denn deine Horror-Stories mit KI-generiertem Code? Wie gehst du aktuell mit Fehlerbehandlung um? Und was möchtest du in dieser Serie sonst noch gerne sehen? Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du deiner KI beibringst, Domain-Driven Design korrekt umzusetzen. So Bounded Contexts mit Aggregates und Repositories, das ganze Paket. Like, subscribe und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!